Im heutigen City Update gehen wir hier unten zum Schrottplatz. Da werden wir heute die Autoschrottpresse bauen. Ja, sie soll auch tatsächlich funktionieren. Was heißt tatsächlich funktionieren? Zumindest soll es so sein, dass wenn ich ein Auto reintue, die ganzen Hebel und so betätige, dass anschließend nur dieses kleine Paket rauskommt. Das ganze Teil soll auf einer Fläche von 10 x 20 Noppen hier längs eingebaut werden. Das heißt, zuvor muss ich aber hier rum auch noch befliesen. Doch jetzt erstmal ein paar Bilder, damit ich euch zeigen kann, wie ich mir das so vorgestellt habe. So etwas kennt ihr ja bestimmt. Es nimmt ein Bagger oder ein Kran das Auto und steckt es quasi in diese Box. Dann kommt von links, von rechts und von oben ein Schieber und schiebt alles so klein, dass ein kleines Paketchen rauskommt. Und dieses Paket nimmt dann wieder der Kran und stellt es auf einen größeren Berg, wo schon mehrere stehen. Ja, und so sieht die Sachlage aus. So will ich das ungefähr gestalten. Vielleicht nicht ganz so überladen wie hier, aber zumindest so ähnlich. Man denkt jetzt natürlich, ach, kein Problem. Naja, im Prinzip stimmt es. Wir brauchen nichts anderes als eine Kiste, wo letztendlich ein Auto reinkommt. Dann brauchen wir ein paar Schieber, von links, von oben die Klappe und von der anderen Seite, dass letztendlich das kleine Paket rauskommt. Ja, ich überlege, doch zuvor mache ich erst hier diese Aussparung in der Größe 10 x 20 hin. Die Aussparung habe ich hier an dieser Stelle erstmal soweit fertig. Ich glaube, das ist eine ordentliche Fläche. An dieser Stelle wird so ein bisschen Grünfläche entstehen. Das heißt, ich habe nur hier hinten so einen kleinen schmalen Streifen Asphalt noch gemacht. Wenn wir mal von hier oben einmal schauen, also wir gehen fast auf 3 Baseplates zu und ich denke, dass ich auf jeden Fall diesen Streifen noch machen werde als Schrottplatz. Das auf jeden Fall. So, jetzt ist das Loch da, aber irgendwas muss ja auch in das Loch rein. Da ist sie schon, meine Autoschrottpresse. Ich zeige sie einmal rundherum, wie sie aussieht. Wir haben hier so eine kleine Anzeige, einen Lüftungsschlitz. Hier haben wir ein Tor, wo das kleine Auto rauskommt. Hier nochmal eine Anzeige, hier nochmal ein Schieber und die Klappe. Von der Seite sieht es nicht viel anders aus. Und von unten einmal diese Plates drunter, dass ich dann anschließend das wunderbar hier in diesen Schlitz reinstellen kann. Es wird bis hierhin ungefähr verschwinden, das heißt, dieser Dark Green Stein und der weiße Stein wird nicht mehr zu sehen sein. Aber jetzt einmal zur Funktion. Als erstes haben wir hier einmal die Klappe, die von oben kommt, um natürlich auch hier die Autos letztendlich hineinzutun. Dann wird hier einmal gepresst, auf dieser Seite wird auch einmal gepresst. Da habe ich hier diesen Schieber, den kann man eigentlich auch absolut gut von innen sehen. Ich zeige es mal einmal. Da ist er schon. Wie gesagt, es wird nur angedeutet, aber ich denke, das ist schon nicht schlecht. Ja, und auf dieser Seite natürlich der Schieber, der letztendlich hier dann die kleinen Pakete von Autos rausschieben soll. So mein Ziel. Und natürlich, wenn man die Klappe dann aufmacht, muss natürlich das Auto auch tatsächlich weg sein. Aber dazu kommen wir jetzt gleich. So, und jetzt passt genau auf. Das Auto ist drin. Wir schließen die Klappe von oben, sie presst das Auto schon mal vor, schieben von rechts den Schieber zu und das Auto wird weiter gepresst. Dann nutzen wir den anderen Schieber von hinten, auch da wird gepresst und die Klappe geht auf und schaut mal da, das kleine Paket von Auto kommt heraus. Ja, das ist ja wohl echt klasse. Und jetzt kommt der Clou, passt mal auf, das Auto ist weg. Ja, so muss das sein, das ist klasse. Und jetzt werde ich mal versuchen, die Schrottpresse in dem Loch zu versenken. Ist nicht so ganz einfach, da braucht man eigentlich 2 Hände für. Ich versuche es mal so ein bisschen. Es macht gleich auf einmal richtig Knall. Ich habe es ja schon vorher einmal ausprobiert, logischerweise. Aber es sitzt stramm und eng. Und wenn es einmal drin sitzt, sitzt es drin. Und jetzt sitzt es drin. Ja, ist doch wohl echt klasse. Der Vorteil ist, ich kann es immer schnell rausnehmen, wenn mal die Technik versagt. Technik? Ach ja, ich habe ja vergessen, euch was zu erzählen. Natürlich ist dieser ganze Effekt nur zu erzielen mit diesem Hebel, der hier unten dran ist. Den kann ich hier nämlich einmal drehen, das funktioniert. Ja, wir hatten ja das Auto reingetan, dann drehe ich, wie gesagt, hier unten an dem Hebel und ihr seht, das Auto verschwindet nach unten. Ja, eine drehbare Geschichte hier, ich finde das klasse. Der Effekt ist, wie gesagt, dadurch da. So habe ich mir das alles vorgestellt.
Dieses kleine Fahrzeug habt ihr ja gerade im Film gesehen. Das dient tatsächlich dazu, hier die kleinen gepressten Pakete von Autos hier rauszuholen. Und ich denke, mit dieser kleinen Technik hier kann man das auch so ein bisschen als Mini-Gabelstapler sehen. Und ja, wie ich finde, gar nicht so schlecht. Wenn euch das alles gefallen hat, dann lasst doch gern ein Like und ein Abo da, verfasst einen netten Kommentar. Ja, die lese ich doch immer so gerne. Und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr auch nicht, wie es im nächsten Video weitergeht. Und ich bin ziemlich sicher eigentlich, dass ich doch an dieser Stelle hier unten weitermachen möchte. Das heißt, hier den Graben wieder vervollständigen, da muss das Wasser rein, die ganze Grabenbegrünung und auch dementsprechend hier den Zaun verlängern mit dem Bürgersteig etc. pp. Mal gucken, was mir danach auf jeden Fall sonst noch alles einfällt. Also, bis dahin. Tschüss. Und jetzt werde ich mal versuchen, die Schrottplache... Ihr seid ja immer noch da. Es kommt nichts mehr. Schluss. Abschalten.